Ich habe lange nichts von mir hören lassen, darum gibt es jetzt ein kleines News-Update für euch. Nach dem Intro geht's los. Ja, seit meinem letzten Video hier auf YouTube ist wieder einige Zeit vergangen und auch sonst hat sich in meinem Heimwerker-Dasein wieder einiges getan und ich möchte die Gelegenheit gerne nutzen, euch hier ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen. Ich glaube, wir fangen gleich mit der einzigen, zum Glück schlechten Nachricht an, die ich habe. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon ein bisschen mitbekommen. Ich habe meinen ehemals größten Sponsor verloren. Das war eine Großhandelsfirma aus Zürich, für die ich Marken wie Fish Tools, Vortex Swiss und Profit Lochsägen promotet habe. Die haben die Zusammenarbeit mit mir beendet. Da gab es intern einen Personalwechsel und die neue Person, die dafür zuständig ist, die glaubt nicht so richtig an das Influencer-Marketing. Und so kann es halt gehen im Leben. Wie sagt man doch so schön, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Eine neue Firma ist auf mich zugekommen, ebenfalls ein Großhandelsunternehmen, das mehrere Marken unter ihrem Dach vereint. Das ist die Firma Hultafors Group Switzerland, für die ich künftig Sachen promoten werde. Und zwar sind das Marken wie Hultafors selbst mit super tollem Werkzeug, Messwerkzeugen, Schraubenzieher, Stechbeitel, Hämmer, auch Outdoor-Werkzeug haben sie im Angebot. Bin ich absolut top und mega stolz, dass ich das promoten darf. Dann Hellberg Safety, das ist ihre Linie mit Gehörschützen und Augenschutzprodukten und auch hier absolut Top-Ware, kann ich wärmstens empfehlen und mega froh, dass ich mit so tollem Werkzeug arbeiten kann. Die dritte Marke wäre Snickers Workwear. Da seht ihr mich auch schon seit einiger Zeit immer so eingekleidet mit diesen Klamotten. Und soll ich sagen, auch die sind einfach absolut top, sehr durchdacht, gerade auch was die Arbeitshosen zum Beispiel anbelangt, wirklich sehr, sehr gute Produkte, die da geführt werden. Dann Solid Gear Footwear. Das wären die Arbeitsschuhe, trage ich ebenfalls immer in der Werkstatt und absolutes Upgrade. Früher immer einfach mit den Sneakers gearbeitet und jetzt mit diesen super bequemen Arbeitsschuhen. Soll ich sagen, das ist einfach absolut top für die Firma zu arbeiten und ihr werdet künftig noch viel mehr davon sehen. Seit einiger Zeit mache ich ja auch gemeinsame Sache mit Rubio Monocoat. Großer Name, wenn es ums Finishing von Holzprojekten geht. Finde ich auch mega toll, dass ich da zum Zuge kam und als Markenbotschafter fungieren kann. Das wurde letztens auch offiziell gemacht. Da waren Leute von Rubio Monocoat hier, haben ein kleines Introduction-Video mit mir gedreht und mir diese Plakette verliehen, die ich demnächst auch mal rahmen möchte mit schönem Holz und hier an die Wand hängen möchte. Finde ich mega toll und das Video, das da gemacht worden ist, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier kommt's für euch. Grüezi miteinander, mein Name ist Mario von Rubio Monocoat. Ich bin heute in der Schweiz unterwegs bei unserem allerersten Ambassador, dem Lukas von RhinoWorks. Herzlich willkommen in der Rubio Family. Danke vielmals, Mario. Hallo zusammen, ich bin der Lukas. Mein Instagram-Kanal ist RhinoWorks. Ich bin hauptberuflich Journalist. Wenn ich Freizeit habe, bin ich aber die ganze Zeit bei mir in der Werkstatt, mache verschiedene Sachen, verschiedene kleine Sachen, zum Beispiel Schneidbretter aus einheimischen und exotischen Hölzern, Kistchen mache ich sehr gerne und Flaschenöffner, alles so kleine Sachen für die Küche und für den Haushalt. Und bin sehr froh und stolz, Teil von der Rubio Monocoat Schweiz Familie zu sein. Rubio Monocoat, the power of one. Eine weitere Neuigkeit, die ich hier enthüllen darf, betrifft meinen ersten Marktauftritt, respektive eigentlich sind es 2 Marktauftritte. Ich habe mich ursprünglich für den Ostermarkt hier in meinem Heimatort Bremgarten in der Schweiz angemeldet, der am 1. April stattfindet. In der Zwischenzeit ist aber eine Dame auf mich zugekommen von einer Messe in Zürich, der Career Fair. Die findet vom 1. bis 3. März statt.
und die Dame hat mich da angefragt, ob ich da nicht ebenfalls einen Stand haben möchte und gleichzeitig auf der Showbühne ein kleines Live-Bild mache. Ich habe mir das lange überlegt, bin da auch ordentlich nervös, aber ich habe schlussendlich zugesagt und werde am 2. und 3. März, am 1. März bin ich leider nicht da, werde ich da was bauen auf der Bühne. Also wenn ihr in der Nähe seid, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr da zuschauen kommt und mir Hallo sagt und meine Sachen an meinem Stand anschaut. Würde mich sehr freuen. Und wie gesagt, am 1. April in Bremgarten, ganz ein toller Handwerkermarkt, wo ich ebenfalls präsent sein werde. Ja, und nun vielleicht zu den größten News in diesem Video. Die Werkstatt, wie ihr sie kennt, hier bei mir im Keller, die wird es bald nicht mehr geben. Ich ziehe nämlich um mit meiner Familie. Wir haben ein kleines Häuschen gefunden, ebenfalls hier in Bremgarten, wo wir bis jetzt schon gelebt haben. Und da hat es auch einen Keller, der für mich reserviert ist. Das ist vom Platz her wahrscheinlich ungefähr gleich groß wie hier, vielleicht einen Ticken größer. Ich blende euch gleich mal ein paar Bilder ein, als wir letztens da waren, um was auszumessen. Aktuell ist es da noch ein bisschen überstellt, aber ich hoffe, dass ich da eine richtig coole Werkstatt reinzimmern kann. Sicher mit der Beleuchtungssituation muss ich wieder was machen mit den LED-Panels von Luxlight. Da gibt es ja auch ein Video, wie ich die Dinger installiert habe. Könnt ihr gerne mal draufklicken. Und ja, einerseits freue ich mich riesig auf den neuen Platz, andererseits wird das eine richtige Scheiße zu zügeln. Zum Abschluss noch ein paar kleine Themen, die ich ansprechen möchte. Einerseits möchte ich ein bisschen Werbung machen für einen Kumpel von mir. Und zwar ist das Stu von SP Wood Creations. Der hat einen Instagram-Kanal, wo er 3D gedruckte Teile für verschiedene Sägen produziert und verkauft. Der hat mich angefragt, ob ich nicht ein paar Zero-Clearance-Inserts und sonstige Sachen aus 3D-Druck testen und ein bisschen promoten möchte. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht, weil so ein Zero-Clearance-Insert wollte ich echt schon lange mal haben. Er hat mir das zugestellt, ich habe das getestet, ich finde die wirklich top, passen hier wunderbar in meine DeWalt-Säge rein, lassen sich mit den Schrauben auf die richtige Höhe nivellieren. Und ja, ich habe ja öfters den Fall, dass ich dünne Streifen zusägen möchte und die sind mir halt des Öfteren schon im Original-Insert verloren gegangen. Und mit so einem Zero Clearance Insert passiert das natürlich nicht mehr. Ich habe das auch für die Kappsäge bekommen. Weiter hat er auch solche Rails, um Schiebeschlitten zu machen im Angebot. Da ruckelt echt nichts mehr, die passen wirklich super in die Nuten rein. Oder solche Geschichten hier für den Winkelanschlag, was ich wirklich auch top finde. Und ja, schaut doch mal auf seinem Kanal vorbei, da würde er sich sicher sehr freuen. Und auch für meine letzte kleine News muss ich noch die Werbetrommel rühren. Und zwar geht es um meinen Holzlieferanten. Ich war bis anhin bei einem Familienunternehmen, so ungefähr 20 Minuten von hier, wo ich meine Klotzbretter geholt habe. Es war eigentlich ein sehr cooler Ort, weil ich da immer spontan reinschneiden konnte und mir verschiedene Klotzbretter aussuchen konnte. Die Firma hat leider zugemacht. Die hatten irgendwie Probleme mit der Nachfolgeregelung und haben dann dicht gemacht. Ich habe dann lange gesucht, wo ich denn jetzt mein Holz herbekommen könnte, mein einheimisches Holz. Für mein exotisches Holz habe ich jemanden, wo ich ein bisschen weiterfahren muss. Für die einheimischen Hölzer bin ich jetzt hier in Bremgarten, wo ich wohne, fündig geworden. Und zwar ist das die Holzboutique Lanz. Das ist lustigerweise wirklich etwa 2 Straßen von mir entfernt. Und als ich da das erste Mal da war, war ich absolut überwältigt. Die haben ein riesiges Lager mit allen einheimischen Hölzern, die es gibt. Sind richtig coole Leute. Die machen auch selbst ein bisschen Handwerk. Also Schneidebretter machen sie, Ringe werden da gedrechselt. Und das Holz ist absolut top. Ich habe mich hier gleich wieder eingedeckt und freue mich künftig mit denen zusammenzuarbeiten. Schaut gerne mal rein, falls ihr irgendwo in der Nähe wohnt. Lohnt sich absolut, da mal vorbeizuschneiden. Ja, und das waren sie auch schon, meine kleinen News hier aus meiner Werkstatt. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was mein Werkeln hier angeht und was sonst so in meinem Leben gerade abgeht. Ich hoffe natürlich, dass ich demnächst auch wieder mal ein Projekt für YouTube machen kann. Gerade jetzt um den Jahreswechsel rum war es mit diesen Messe- und Marktauftritten, die jetzt auf mich zukommen, ein bisschen turbulent.
es sind einfach viele Vorbereitungen zu treffen, die jetzt nicht wirklich spaßig sind, hier ein YouTube-Video zu drehen. Ihr könnt aber, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, was ich so mache, gerne auf meinem Instagram-Kanal oder neu auch auf meinem TikTok-Kanal vorbeischauen. Da seht ihr immer, was bei mir gerade so läuft. Ja, wenn euch das Video gefallen hat oder allgemein die Art und Weise, wie ich hier arbeite in meiner Werkstatt, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir ein Like auf das Video da lasst, was Nettes in die Kommentare schreibt und sehr gerne auch am 2. und 3. März nach Zürich kommt, an die Crea Fair, wo ich diesen Live-Bild mache. Würde mich extrem freuen, den einen oder anderen da kennenzulernen. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht es gut.